Das japanische Kaiserreich. Ganz ehrlich, wenn wir daran denken, dann denken wir an große Schiffe und ikonische Flugzeuge. Haha, dank Kobi denken wir ab heute auch an kleine Panzer. Konnichiwa. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute denken wir nicht an Flugzeuge, Schiffe oder Godzilla. Nein, wir packen uns ein Kettenfahrzeug aus Japan auf den Bautisch mit Mitsubishi Motor. Aber ich will die Fakten nicht vorwegnehmen. Freunde, wir bauen heute das Kobi-Set 3115, den Typ 95H Go. Oder wie man ihn ausspricht, ich kann kein Japanisch, wie man vielleicht bei meiner Begrüßung gemerkt hat. Freunde, ich freue mich jetzt wie Bolle, euch hier heute Fakten rauszusuchen. Aber zuerst, wie immer, schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons auf dem Bautisch genauer an. Von vielen immer gewünscht und im Sommer 2024 ist es soweit. Wir bekommen einen japanischen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, den Typ 95H Go, das Kobi-Set 3115 in Maßstab 1:35 und natürlich deswegen auch in der Historical Collection World War II mit 380 Steinchen und einer Minifigur. Da sehen wir das Fahrzeug schön mit Palmen, denn es ist ja nun mal eines, welches auch auf dem asiatischen Kontinent eingesetzt wurde, wo viele Palmen stehen. Ein buntes Set mit jetzt schon ersichtlich vielen Drucken. Wir schauen uns mal die Rückseite an. Da sehen wir, dass wir so ein kleines Erdhäufchen Formteil bekommen mit der Fahne Japans sowie ein Originalfoto des Fahrzeugs sowie Maße, damit wir wissen, dass das Fahrzeug 13,5 cm lang und 6,5 cm breit wird. Die Fakten bekommt ihr gleich. Dies hier ist ja kein so schwerer Panzer gewesen, deswegen können wir ihn einmal fliegen lassen, um uns den Inhalt dieses Kartons genauer anzuschauen. Ja, Freunde, da liegen fast 16. Jetzt haben wir wieder 16 Bautüten auf den Bautisch aus unseren kleinen Kartönchen vom Kobi-Set 3115, unseren Typ 95H Go. Und viele kleine, weil wir hier auch viele kleine Tütchen haben. Wahrscheinlich kriegt es Kobi logistisch nicht anders hin. Ich finde es krass, 16 Tüten für so ein kleines Set. Ab 8 Jahren ist die Altersempfehlung. Und natürlich haben wir hier DIN A5 Klammer gebunden unsere Anleitung unseres Panzers im Maßstab 1:35. Wir fangen gleich an, indem wir mit dem Baustep 1 losklemmen. Das heißt, wir reißen uns die Tüten hier auf und legen sie uns nach Formen, Farben, wie auch immer ihr das wollt, zurecht. Wir bauen drauf los. Pfeile weisen uns den Weg. Der aktuelle Baustep ist immer der farbige, der davor ist ausgegraut und sind dann fertig mit dem Baustep 94, indem wir fast schon traditionell die Fahne hissen. Der Panzer ist eigentlich beim Baustep 92 fertig. Und auf den letzten Seiten haben wir dann die Steineübersicht mit der Bezeichnung der Steine. Das heißt, sollte euch ein Stein fehlen, könnt ihr bei Angabe der Nummer aus der Anleitung hier unten bei Kobi gleich auf deren Homepage den fehlenden Stein monieren. Und eine Hilfe, wie ihr die Minifigur zusammenbauen sollt, bekommt ihr in der Anleitung auch. Auf dieses Set freue ich mich ganz besonders, denn über solche Nischenprodukte des Zweiten Weltkriegs, über Panzer aus Japan, da macht es besonders Spaß, Fakten rauszusuchen. Das heißt, da nehme ich auch gerne in Kauf, hier 16 Mal Plastikmüll mit den Tüten zu produzieren. Also Freunde, euch viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir über das historische Vorbild des Kobi-Sets 3115, der japanische Panzertyp
95 Hago ist einer der bekanntesten leichten Panzer des japanischen Kaiserreichs und wurde während des Zweiten Weltkriegs in zahlreichen militärischen Operationen eingesetzt. Entwickelt wurde der Panzer in den frühen 1930er Jahren, um den Bedarf der japanischen Armee nach einem schnellen, wendigen und leicht bewaffneten Fahrzeug zu decken, das vor allem in Asien und im Pazifikraum effektiv operieren konnte. Die Entwicklung des Typ 95 Hago begann im Jahr 1933 und die Serienproduktion startete im Jahr 1935. Der Panzer wog etwa 7,4 Tonnen und hatte eine Besatzung von 3 Mann, einen Kommandanten, der auch die Kanone bediente, einen Fahrer und einen Funker, der gleichzeitig das Maschinengewehr bediente. Die relativ geringe Besatzungsgröße trug zur Kompaktheit und Mobilität des Panzers bei, stellte jedoch auch eine Belastung für die Besatzung dar, da mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllt werden mussten. Der Typ 95 Hago war mit einer Kanone vom Kaliber 3,7 cm und einem koaxialen 17,7 mm Maschinengewehr bewaffnet. Die Bewaffnung war für die Bekämpfung von Infanterie und leichten Fahrzeugen ausreichend, jedoch erwies sich die Panzerabwehrleistung als unzureichend gegen schwerer gepanzerte alliierte Fahrzeuge, insbesondere im späteren Verlauf des Krieges. Die Panzerung des Typ 95 Hago war relativ dünn, um die Mobilität zu erhöhen. Die Panzerung variierte zwischen 6 und 12 mm, was den Panzer effektiv gegen Infanteriewaffen und leichte Artillerie schützte, aber anfällig machte für stärkere Waffen und Panzerabwehrgeschosse. Die geringe Panzerung war ein Kompromiss zugunsten der Geschwindigkeit und Wendigkeit des Fahrzeugs. Der Panzer wurde von einem Mitsubishi NVD Gasolinemotor mit einer Leistung von 75 PS angetrieben, was ihm eine maximale Geschwindigkeit von etwa 45 km pro Stunde auf Straßen ermöglichte. In den ersten Kriegsjahren zeigte der Typ 95 Hago einige Erfolge, insbesondere gegen unzureichend ausgerüstete oder schlecht organisierte Gegner. Während der Invasion in China und den frühen Kämpfen im Pazifik konnte der Panzer aufgrund seiner Mobilität und Zuverlässigkeit einige taktische Erfolge verzeichnen. Allerdings zeigten sich ab 1944, als die alliierten Streitkräfte besser gepanzerte und bewaffnete Fahrzeuge einsetzten, die Schwächen des Typ 95 Hago immer deutlicher. Der Typ 95 Hago wurde in verschiedenen Versionen produziert, darunter der Typ 95 Kai, der mit einer verbesserten Panzerung und einer stärkeren Kanone ausgestattet war. Trotz dieser Verbesserungen blieb der Panzer im Vergleich zu den alliierten Modellen unterlegen. Insgesamt wurden etwa 2300 Einheiten des Typ 95 Hago produziert, wobei die meisten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Einsatz blieben. Ein weiterer Aspekt, der den Typ 95 Hago auszeichnet, war seine Verbreitung in den verschiedenen Territorien, die von Japan besetzt wurden. Der Panzer wurde in einer Vielzahl von Schlachten eingesetzt, darunter die Schlacht von Guam, die Schlacht von Saipan und die Philippinen-Kampagne. In diesen Kämpfen erwies sich der Typ 95 Hago als zunehmend veraltet, da er sowohl in der Feuerkraft als auch in der Panzerung den modernen alliierten Panzern unterlegen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet der Typ 95 Hago weitgehend in Vergessenheit, da er von den schnellen Fortschritten in der Panzertechnologie überholt wurde. Einige Exemplare wurden jedoch von verschiedenen asiatischen Ländern weiterhin genutzt, insbesondere in den frühen Phasen des Kalten Krieges. Heute sind nur noch wenige erhaltene Exemplare des Typ 95 Hago in Museen zu finden, wo sie als Relikte einer vergangenen Ära der Panzerkriegsführung ausgestellt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Typ 95 Hago ein bedeutendes Fahrzeug in der Geschichte der japanischen Militärtechnik ist, das sowohl die Stärken als auch die Schwächen der japanischen Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg widerspiegelt. Obwohl der Panzer in den frühen Kriegsjahren einige taktische Erfolge erzielte, zeigte sich im späteren Verlauf des Krieges, dass er den Anforderungen moderner Panzerkriegsführung nicht mehr gewachsen war. Dennoch bleibt der Typ 95 Hago ein symbolträchtiges Beispiel für die Panzerentwicklung der 30er und 40er Jahre und ein wichtiger Bestandteil der militärischen Geschichte Japans. Nach einer Stunde Bauzeit, in der wir 380 Steinchen bzw. Teile verbauen, haben wir ihn hier auf den Bautisch, unseren Typ 95 Hago, den kleinen leichten Panzer
aus dem Hause Kobi, beziehungsweise eigentlich aus dem Hause Mitsubishi, denn das Fahrzeug hatte ja unter anderem einen 120 PS Mitsubishi Motor verbaut. Aber nein, wir sprechen natürlich hier über das Modell aus der Historical Collection World War II. 3115 heißt es. Unser erster Panzer vom Pazifik-Schauplatz, wenn wir hier vom japanischen Kaiserreich sprechen. Und deswegen habe ich auch mal den Tisch hier so ein bisschen dekoriert und habe hier die Zero, hier könnt ihr das nicht sehen, das Brettspiel Battle of Midway und hier einen, ja, vielleicht ähnlichen Panzer mit auf den Karton als Hintergrund gepackt, nämlich den M3 Stuart, der ja auf dem Papier eine ähnliche Rolle hatte, beziehungsweise auch sogar fast die gleiche Bewaffnung von der Stärke her, nämlich beide Panzer hatten eine 37 mm Kanone, aber es gibt Aufzeichnungen über Gefechte zwischen diesen beiden Fahrzeugen, in denen dann der Typ 95 Hago unterlegen war. Einfach weil die amerikanischen oder die alliierten Modelle technisch ausgereifter weiterentwickelt waren. Es gibt, und das packe ich euch unten in der Videobeschreibung, Videos von aktuell noch fahrenden Typ 45 Panzern und da sieht man, dass diese Fahrzeuge sehr leicht zum Schaukeln zu bringen waren. Das sieht sehr ulkig aus, wenn diese Fahrzeuge fahren. Das ist schon fast Steampunk-mäßig. Wollen wir aber nicht so viel über das historische Vorbild sprechen, außer dass es von 1934 bis 1943 gebaut wurde und über 2300 Einheiten. Aber ihr habt ja eben gerade schon Fakten bekommen. Lasst uns jetzt wirklich mal hier über das Set reden. Wir haben eine Menge Steinchen über, das finde ich ganz gut. Hier einen ganzen kleinen Zipbeutelchen wieder Stänkchen, Bolzen, Kettenglieder, kleine Kettenglieder, ein MG-Röhrchen und die typische Bügelperle. Also hier so ein kleines Dealerbeutchen voller kleiner Klemmbausteine geht an die Seite in meinen Klemmbaustein Bastelvorrat, der immer so anfällt, wenn ich hier Sets für euch baue. Ich kann es euch mal zeigen. Hier, die lasse ich dann immer in so Tüten, beziehungsweise in Tüten packe ich sie rein und dann packe ich sie in so einen kleinen Bottich, weil ich immer mal nicht weiß, ob ich beim Bau vielleicht mal schnell auf ein Teil zurückgreifen muss. Und dann, wenn das voll ist, sortiere ich es dann ein in meine Kobi-Sortierung. Ist gar nicht so einfach, wenn man viel Lego Alternative und Kobi baut, dann muss man 3, 4 Teilelager haben, wenn man es sortenrein haben möchte. Aber das bleibt jedem von euch selbst überlassen. Zur Anleitung hatte ich keine Probleme. Das Fahrzeug hat wirklich Spaß gemacht zu bauen, bis auf 2, 3 Sachen, die keinen Spaß machen. Und wir haben auch wieder die typische Bauweise, dass wir hier unten so seitlich uns einen Kasten bauen mit Brackets. Das haben wir jetzt schon bei den 1:28er Panzern gesehen, aber auch bei den 1:35ern. Wir bauen hier unten unseren Kasten, unser Grundgerüst und dann mit den Brackets hier oben, den Noppen oben, bauen wir das Fahrzeug auf. Und hier bauen wir erst einen richtigen, ja, klumpigen Klumpen auf. Das sieht sehr ulkig aus. Ich suche euch mal hier so ein Bild, wo man es vielleicht ganz gut sieht. Da, wir bauen uns einen großen Klumpen auf und mit den Noppen an der Seite bringen wir dann so ein bisschen die Form von diesem Fahrzeug zurecht. Also das Fahrzeug hat bis auf diese Bausteps hier beim Bauen richtig Spaß gemacht. Das sind nämlich diese Schutzbleche hinten an der Seite. Also Anleitung ist wirklich einfach zu lesen. Ab 8 Jahren ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, nein, denn wir haben hier sehr, sehr viele Kleinteile und selbst viele Erwachsene kann sowas ja mal aus der Haut fahren bringen, beziehungsweise zum aus der Haut fahren bringen, wenn man zum Beispiel wie hier so ein Kettenglied nicht richtig durch dieses kleine Loch kriegt. Das ja, kann sogar schon auch mal gebrochene Kettenglieder zur Folge haben. Deswegen hat Kobi ja die eben gerade von mir gezeigten Meersteinchen dabei. Gucken wir uns den Typenschild an. Das finde ich ganz cool, schön klar und auch vor allen Dingen mit japanischen Schriftzeichen. Das gefällt mir, Typ 95 Hago. Wenn ihr wisst, wie man es richtig ausspricht, schreibt mir es gerne mal in Lautschrift unten in die Kommentare. Und natürlich hier der Maßstab 1:35. Dann vielleicht das eigentliche richtige Super-Highlight ist hier unser japanischer Tanker, unser Panzerkommandant, unser Panzerfahrer mit, ja, wir kennen es von Kobi, Pilotenhaube, da kann man das Formteil verwenden mit Dienstglas und dann hier mit Uniform und diesen typischen weißen Handschuhen, die wir aus vielen Filmen kennen, wo das japanische Militär mitgespielt hat. Und dann natürlich eine schöne japanische Fahne. Hier die Nationalfahne, das hier unten ist ja die Kriegsfahne bzw. die Gösch der Marine. Von daher hier unsere Figur, die richtig cool aussieht, hier auch schöne Ornamente hat.
bisschen Falten, bisschen Dreck, das gefällt mir. Und die Rückseite haben wir dann auch nochmal bedruckt, nämlich hier mit einem Pistolenhalter, einen Holster, richtig cool. Und auch hier zweifarbig die Schuhe, beziehungsweise diese grün-olivfarbene Uniform und dann wieder die gebauten, angeklemmten Schuhe. Und der Herr hat einen ziemlich neutralen Gesichtsausdruck. Finde ich richtig, richtig gut. Ich musste bei diesem kleinen Wüstenteil hier, Strandteil, an die Zugabe denken aus dem, ja, Afrika-Core Kübelwagen-Set, das kennt ihr bestimmt. Da ist nämlich auch so eine Palme dabei und dieses gleiche Formteil. Und somit hat man schon fast ein kleines Mini-Diorama, auch wenn diese Palme hier eigentlich zu einem Afrika-Core-Set gehört. Aber ich sag mal, das ist der Reiz bei diesen kleinen Kubi-Sets, wo wir diese Beigaben haben, dass wir halt diese Beigaben haben. Gucken wir uns jetzt aber den Panzer an, deswegen sind wir ja hier. Rolltest, ja, kann wir uns gleich schenken, hier bei mir auf meinem Bautisch, da es zu glatt ist. Aber ihr seht hier, es hört sich eigentlich ganz gut an, auch wenn es hier oben ein bisschen schleift. Die Farben sind sehr cool geworden. Wir kennen die Farben jetzt ja schon von vielen deutschen Panzern, die Kobi im Modell hat. Aber wir haben hier eine Menge Details im Maßstab 1:35 untergebracht. Wir haben hier vorne diese genietete Frontplatte. Wir haben das weiter angedeutet hier mit den bedruckten Steinen und diese Partie hier mit den Wedges, die war ja auch sogar schon zusammengebaut. Richtig cool. Wir haben hier oben auf der Luke Drucke. Wir haben hier dann wieder das gebaute Tarnmuster. Wir haben hier so runde Teile, Round Wedges, wie auch immer man das nennen möchte, die auch hier Nieten haben und auch Tarnmuster mit Verlauf, beziehungsweise mit sogar Rost oder Schrammen. Das gefällt mir ganz gut. Und hinten haben wir hier Klappen und auch wieder dieses Nietenmuster und hier mit diesen Hinchteilen so schöne Abgasanlagen bzw. Trittkombinationen gebaut. Das gefällt mir richtig gut, weil die eigentliche Abgasanlage ist ja eigentlich hier und auch da sehen wir wieder genietete Drucke bzw. Drucke, die genietete Nieten darstellen sollen. Das gefällt mir ganz gut. Diese Wulst, die der Panzer hat, sieht man hier auch. Da im Echt geht dies eigentlich in diese Bleche über, das kriegt man schlecht hin. Aber ich muss sagen, ein bisschen, ja, die Optik lässt diesen Panzer erahnen, wenn man ihn kennt. Aber ich finde, ja, so ganz gut getroffen hat den Kobi nicht. Trotzdem ist es der erste Schritt in die richtige Richtung. Was mir nicht gefällt, sind die Bauweisen der Fahrwerksaufhängung hier, beziehungsweise diese im Original Fahrwerksaufhängung, die Laufwerke. Das ist mir hier bei Kobi einfach mit diesem Stangensystem zu einfach gelöst, weil es einfach nie richtig in Position hält. Man hat zu wenig Klemmkraft hier an diesen Stangen. Bei manchen geht es ganz gut. Diese hier kann ich kaum bewegen, nur mit viel Druck und hier, die schlabbert schon von alleine rum, wenn ich den Panzer wackele. Das gefällt mir nicht, es sieht immer unakkurat aus und irgendwie halt auch viel zu groß. Was mir aber gefällt, sind die kleinen Räder hier, auch vor allem die vielen Farben, dann hier hinten, dass wir die Räder doppelt genommen haben. Das gefällt mir ganz gut, das kennen wir auch aus anderen Kobi-Sets, den Sturmgeschützen zum Beispiel. Hier sieht das auch wieder, es ist viel zu locker hier, es bleibt eigentlich kaum selten gerade hängen. Das sieht immer ein bisschen doof aus. Und was ich auch doof finde, ist, dass wir hier diese Schutzbleche gar nicht richtig randrücken können, weil wir hier den Stab gar nicht ganz reinkriegen. Also beziehungsweise muss man da wirklich genau aufpassen und Kobi hat auch manchmal halt nur mal ein paar Überstände gerade, dann passt das nicht und somit hat man hier so eine Lücke zwischen dieser Schutzblechführung, das gefällt mir nicht. Trotzdem ist es der Bau oder die Idee, wie man hier diese Abgasanlage baut, ziemlich cool. Das gefällt mir schon. Hier haben wir es dann besser gelöst hinbekommen, dass wir das Schutzblech dran haben. Und hier vorne sowieso, weil wir hier vorne halt mit C-Clamps arbeiten, aber auch da, ja, bleibt es nicht gerade. Die Schwerkraft zieht es immer so ein bisschen nach unten, beziehungsweise wenn man es anfasst. Hier unten in der Griffposition ist es super, beim Rest würde ich aufpassen, denn der Turm ist ja auch so eine lustige, fragile Bauweise, beziehungsweise es ist eine lustige Bauweise. Ich kann mal gucken hier, ich nehme es mal ab für euch, ihr habt es vielleicht im Speedbild gesehen, aber wie wir hier gebaut haben, also es ist schon krass, hier mit einer Art Hinge-System zu arbeiten und dann diese Noppen, das ist schon cool. Da geht Kobi halt hier in diesem kleinen Maßstab alle möglichen Kompromisse ein, um etwas so hinzubekommen. Das gefällt mir schon. Also ich habe hier ein lachendes und ein weinendes Auge und nicht zu vergessen auch hier von oben nochmal dieser Gitterstein. Es ist der Weg in die richtige Richtung. Ich meckere hier auf hohem Niveau vielleicht. Guckt euch einfach mal zum Vergleich, wie gesagt, das Video unten in der Videobeschreibung an. Und dann könnt ihr sagen, ja, hat Kobi gut getroffen, hat Kobi nicht gut getroffen. Ich schwanke da so ein bisschen wie so ein Panzer in der Kurve. Aber ihr dürft mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare packen. Und ja, ich sehe schon, hier ist die Kette auf Spannung.
Das fasse ich jetzt nicht an, denn ihr sollt ja gleich noch schöne Detailbilder bekommen. Und dahin entlasse ich euch jetzt und dann schauen wir uns im Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle Detailbilder, diesmal in 360 Grad Bewegtbildformat, damit ihr euch selber einen Eindruck vom kleinen Typ 95 aus dem Hause Kobi machen könnt. Ich finde es klasse, dass Kobi jetzt hier diesen Weg geht und auch Fahrzeuge, historische Panzerfahrzeuge von Nationen bringt, die man nicht sofort auf den Schirm hat. Und gerade bei Japan gäbe es ja noch den Typ 89, den Typ 97 und, den man vorstellen kann. Und die Hoffnung ist natürlich wie bei vielen solchen Nischen-Sets, dass Kobi vielleicht Geschmack dran findet oder auch die Käuferschaft, also wir in der Community, und Kobi dann vielleicht endlich italienische Fahrzeuge auf den Markt bringt. Denn ich glaube, viele Sammler von Panzerfahrzeugen hätten ganz gerne das ein oder andere italienische Fahrzeug in seiner Klemmbaustein-Sammlung. Zur Not können wir immer noch mocken. Freunde, schreibt mir eure Meinung mal zu diesem Set und vor allem über die Perspektiven, die da noch kommen könnten, unten in die Videobeschreibung. Und wenn ihr da unten seid, in der Kommentarspalte unter der Videobeschreibung, so heißt es genauer, dann lasst doch gerne mal einen Blick über die Infos zum Set schweifen oder zu meinem Shop-Partner, wo ihr 15% einen Rabattcode kriegt oder vielleicht den Link zu meinem Merch-Shop. Ich lade euch dazu herzlich ein. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende als in Hollywood der nächste Godzilla vs. King Kong Film gedreht wird. Und sind wir doch mal ehrlich, die besten Godzilla-Filme kommen immer noch aus Japan. Von Godzilla, der sehr groß ist, zu meinem größten japanischen Kobi-Set, zum aktuell kleinsten japanischen Kobi-Set, unseren Typ 95. Und ja, so ein Set hat es auf jeden Fall gebraucht. Ich finde cool, dass wir jetzt noch mehr in Pazifik abdriften. Von den Flugzeugen und Schiffen kennen wir es schon. So ein kleiner Panzer, der hat auf jeden Fall gefehlt. Denn wenn wir wissen, dass über 2000 Stück dieser Fahrzeuge produziert wurden, mehr als so mancher deutsche Wehrmachtspanzer, finde ich, hat das historisch seine Berechtigung. Und bei meinem Kanal hier geht es ja nicht nur immer um die Klemmbausteine, sondern auch um die Historie. Dass dieses Set einige Schwächen hat, geschenkt, habe ich euch gerade gesagt. Über den Preis kann man sowieso streiten. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe mal, was den Preis angeht, ein paar mehr Daten auf die Infokarten gepackt. Ja, das waren meine Baustellen. Jetzt seid ihr vielleicht dran, wenn ihr wollt, mit dran zu arbeiten hier an dem Haus Blockstar. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar zu diesem Set unten in die Kommentarsektion schreibt. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, welches japanische Set ihr gerne sehen würdet von Kobi. Auch gerne unten in die Kommentare schreiben, denn ich diskutiere da gerne mit euch. Oder ihr joint den Discord, die Telegram-Gruppe oder meine WhatsApp-Gruppe. Findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. Sowie alle Fakten zum Fahrzeug und weitere Links, wie zum Beispiel zu meinem Shop-Partner, wo es einen 15% Rabattcode gibt, oder zu meinem Merch-Shop, wo man auch so einen kleinen japanisch angehauchten Panzer auf sein T-Shirt sich drucken lassen kann. Also wie immer eine Menge geboten hier. Ich entlasse euch jetzt wie immer mit einer guten Fahrt, denn dieses Fahrzeug ist ja wirklich mit seinen 120 PS ein kleines Auto mit Ketten und wünsche euch wie immer, ja, geht raus, bleibt gesund, eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.